Es war 5 Uhr an einem sonnigen Sonntagmorgen. Der Klang des Weckers hallte durch das Haus der Familie Becker und signalisierte den Beginn eines abenteuerlichen Tages. Karl öffnete die Augen. Zuerst war er verwirrt und verschlafen. Dann erinnerte er sich. Heute ist der Tag. Karl war ganz aufgeregt. Anna, Schatz. Hast du mich gehört? Aber, wohin bist du um 5 Uhr am Morgen gegangen? Wo war Anna? Sie war bereits in der Küche und bereitete Sandwiches und Snacks für ihren Campingausflug vor. Mutti, vergiss die Marshmallows nicht. Hans' Stimme war gedämpft. Von dem Berg Campingausrüstung auf seinem Bett. Mary wählte unterdessen sorgfältig ihr Campingoutfit aus. Um eine Balance zwischen Outdoor-Chic und Praktikabilität zu finden. Anna beobachtete, wie ihre Tochter die Küche betrat. Aber, was trägst du da? Du magst es, nicht wahr, Mama? Anna schlug ihrer Tochter eine angemessenere Kleidung für einen Campingausflug vor. Zieh dich sofort um. Am Ende entschied sich Mary für einen praktischen, aber trendigen Look, der durch eine Sonnenbrille und einen modischen Hut ergänzt wurde. Ich bin immer noch modisch. In der Zwischenzeit war das Familienauto vollgepackt mit Zelten, Schlafsäcken und anderen Campingutensilien, die gefährlich wackelten. Karl, ewiger Optimist, versicherte allen, dass er alles perfekt gesichert hatte. Das Auto hält, keine Sorge. Als sie aufbrachen, ging die Sonne auf und tauchte die Welt in ein warmes, goldenes Licht. Und so begann das Abenteuer. Los geht's, Familie Becker. Die Fahrt zum Campingplatz war erfüllt von Lachen, Singen und gelegentlichen Diskussionen über die beste Route. Nein. Du musst zuerst links abbiegen. Nach ihrer Ankunft stellten sich die Beckers der ersten Herausforderung, dem Aufbau der Zelte. Karl, der von seinen Fähigkeiten überzeugt war, nahm die Sache selbst in die Hand. Ich kümmere mich darum. Schatz, mach dir keine Sorgen. Doch schon bald stellte Karl fest, dass die Anweisungen zum Aufbau der Zelte komplizierter waren, als er gedacht hatte. Aber am Ende schaffte er es, die Zelte für alle aufzubauen. Mehr oder weniger. Anna versuchte in der Zwischenzeit ein Feuer zu machen. Plötzlich fand sie sich in der Gesellschaft einer Gruppe von Eichhörnchen wieder, die von der Wärme des Feuers angezogen einschliefen. Hans und Mary beschlossen, den nahegelegenen Wald zu erkunden. Sie kamen zu einem kleinen Bach, wo sie versuchten zu fischen. Mary fing ein paar Fische. Hans hingegen nur seltsame Gegenstände. Als die Nacht hereinbrach, versammelte sich die Familie um das Feuer, röstete Marshmallows
und erzählte sich Gruselgeschichten. Trotz der Herausforderungen des Tages war die Stimmung heiter und fröhlich. Am späten Abend lagen alle in ihren Schlafsäcken, umgeben von den friedlichen Geräuschen des Waldes. Das war ein krasser Gegensatz zu dem geschäftigen Leben in der Stadt, an das sie gewöhnt waren. Was war das? Papa, ich will nach Hause gehen. Auch wenn das Campingabenteuer der Beckers nicht immer perfekt war, Kann mir jemand helfen? war es voll von Lachen, gestärkten Bindungen und Erinnerungen, die ein Leben lang halten werden. Eines Tages passierte Karl bei der Arbeit etwas wirklich Lustiges. Karl arbeitete in einem großen Büro. Wo er für die Organisation von Dokumenten zuständig war. Er war dafür bekannt, dass er manchmal ein bisschen ungeschickt war, aber immer gute Laune hatte. Ups, ich bin hingefallen. Eines Tages entschied Karl, seinem Büro eine persönliche Note zu geben. Hier fehlt etwas. Ah, ich habe es. Er brachte eine kleine Pflanze mit, die er auf seinen Schreibtisch stellen wollte. Doch als er die Pflanze gießen wollte, rutschte ihm die Gießkanne aus der Hand und verschüttete ihren Inhalt direkt auf die Papierstapel auf seinem Schreibtisch. Oh nein. Verflixt. Das Wasser verteilte sich überall und weichte die Papiere auf. Aber Karl, der immer eine Lösung bereit hatte, nahm den Föhn. Zufällig hatte er ihn an diesem Morgen dabei. Nur weil Anna ihn gebeten hatte, ihn zu reparieren. Es riecht seltsam, wenn ich ihn einschalte. Könntest du das, bitte, kontrollieren? Er fing an, die Papiere zu trocknen, was bei seinen Kollegen viel Gelächter und einige Beschwerden provozierte. Sie versammelten sich um ihn und sahen ihm zu, wie er die Papiere mit großer Hingabe trocknete. Einer der Kollegen schlug vor, einen Wettbewerb zu veranstalten, um zu sehen, wer die Dokumente am schnellsten trocknen konnte. Karl mit seinem Föhn oder die Heizung im Büro. Alle stimmten in den Chor ein und feuerten Karl an, der ein Papier nach dem anderen sehr schnell trocknete. Am Ende des Tages waren alle Papiere trocken. Und Karl erhielt den liebevollen Spitznamen Retter der Büropapiere. Karl nahm es mit Humor und versprach in Zukunft, eine kleinere Gießkanne zu verwenden und genau darauf zu achten, was er tat. Dieser kleine Unfall wurde zu einer Legende in Karls Büro und amüsierte seine Kollegen
noch lange Zeit. Karl hat wieder einmal bewiesen, dass sich ein kleiner Fehltritt in ein glückliches und positives Erlebnis verwandeln kann. Mary öffnete ihre Augen, als um 6:30 Uhr morgens der Wecker klingelte. Der Raum war in das sanfte Licht der Morgendämmerung getaucht, das durch die Vorhänge drang. Sie streckte sich und erinnerte sich daran, dass sie heute eine wichtige Präsentation in der Schule hatte. Sie stand auf und ging zu ihrem Schreibtisch, um einen letzten Blick auf ihre Notizen zu werfen. Danach machte sie sich fertig und ging hinunter in die Küche, wo ihr Bruder Hans bereits am Tisch saß und vor sich hinträumte. Hans war ein neugieriger Junge, der immer mit seinen Abenteuern und Science-Fiction-Büchern beschäftigt war. Mary lächelte ihn an und begann, für sie beide das Frühstück zuzubereiten. Während des Essens sprachen sie über ihre Pläne für den Tag. Hans war von seinem wissenschaftlichen Projekt begeistert, während sich Mary Sorgen über die Präsentation machte. Hans sprach ihr Mut zu. Mach dir keine Sorgen. Du wirst das toll machen. Nach dem Frühstück brachte Mary Hans zur Schule, wo sie einen kurzen Spaziergang machten, bei dem sie ihre Lieblingsbücher besprachen. Als sie in der Schule ankamen, verabschiedeten sie sich mit einem viel Glück und einer Umarmung. Der Schultag von Mary war voll mit Unterricht, Notizen und schließlich ihrer Präsentation, die besser verlief als erwartet. Ihre Klassenkameraden machten ihr Komplimente und die Lehrerin lobte ihren Einsatz und ihre klaren Ideen. Am Nachmittag nach der Schule holte Mary Hans ab. Sie beschlossen, einen Spaziergang im Park zu machen, wo Hans aufgeregt über sein wissenschaftliches Projekt erzählte. Mary hörte ihm aufmerksam zu und lächelte über seine Energie und Kreativität. Als sie nach Hause zurückkehrten, widmeten sie sich ihren Hausaufgaben. Mary half Hans beim Rechnen und konzentrierte sich dann auf ihre Recherchen für ein Geschichtsprojekt. Der Abend verlief friedlich, mit einem Familienessen und ein paar gemeinsamen Stunden vor dem Fernseher. Endlich war es Zeit, ins Bett zu gehen. Mary vergewisserte sich, dass Hans im Bett lag. Las ihm eine Kurzgeschichte vor und zog sich dann in ihr Zimmer zurück. Als sie über den Tag nachdachte, Heute habe ich viele Sachen gemacht. war sie dankbar für die kleinen Momente, die sie mit ihrem Bruder verbrachte, Hans ist so ein guter Junge. und für die kleinen Erfolge in der Schule. Und meine Präsentation ist super gut gelaufen. Mit einem Lächeln schlief sie ein. Bereit für einen weiteren Tag voller Herausforderungen und Freuden. Mary öffnete ihre Augen, als um 7 Uhr morgens der Wecker klingelte. Wacht auf! Wacht auf!
und realisierte, dass das alles ein Traum gewesen war. Wacht auf. Mary. Wacht auf. Ihr kleiner Bruder war noch immer die gleiche Nervensäge wie eh und je. Gefällt dir unsere Geschichte? Schreib einen Kommentar und lass uns wissen, was du denkst. Eines sonnigen Morgens bei der Bäckerfamilie begann der Tag mit dem üblichen Trubel. Hans, hast du seit dem letzten Mal nichts gelernt? Du wirst wieder einen Hausarrest von Mama bekommen. Anna, die Mutter, hatte einen sorgfältig geplanten Tagesablauf, um alles reibungslos zu managen. Jungs, das Frühstück ist bereit. Das erste Missgeschick passierte beim Frühstück. Hans, immer für Schabernack zu haben, wollte seiner Schwester Mary einen Streich spielen. Er versteckte das Lieblingsspielzeug ihres Hundes unter Marys Sitz. Als Mary sich setzte, ertönte ein lautes Quietschen. Die ganze Familie lachte. Aber der Kaffee von Anna spritzte dabei über ihre frisch gewaschene Bluse. Mit einem Lächeln schüttelte Anna den Kopf und zog sich schnell um. Okay, ich werde mich umziehen. Seid lieb, ihr zwei. Später, als Anna einkaufen ging, bemerkte sie, dass sie ihre Einkaufsliste zu Hause vergessen hatte. Oh nein, was muss ich jetzt kaufen? Milch, auf jeden Fall. Dann Eier. Und, was wollte Karl zum Abendessen? Sie versuchte sich an alles zu erinnern, was sie brauchte. An der Kasse angekommen, stellte sie fest, dass sie ihr Bargeld zu Hause vergessen hatte. Als sie nach Hause kam, ging sie durch das Wohnzimmer und bemerkte etwas anderes. Aber, wo ist meine Vase hingekommen? Als Anna ihre Einkäufe ausräumte, bemerkte sie, dass sie die Hälfte der Dinge vergessen hatte, die sie zum Kochen brauchte. Am Nachmittag beschloss Anna, einen Kuchen zu backen. Während sie die Zutaten mischte, kam Opa vorbei, um Hallo zu sagen. Kochst du gerade? Ich helfe dir. Er scherzte herum und ließ aus Versehen eine Tüte Mehl fallen. Die Küche sah aus wie nach einem Schneesturm. Anna und Opa konnten nicht aufhören zu lachen, während sie das Mehl aufwischten. Mary, leg das Handy weg. Hans, hör auf zu reden, ist. Während des Abendessens klingelte jemand an der Tür. Überraschung! Es war Onkel Thomas. Anna hatte gerade genug Essen für die Familie zubereitet. Aber sie war kreativ. Sie machte kleine Portionen und erzählte eine Geschichte darüber, wie es in einem schicken Restaurant üblich sei, Mini-Portionen zu servieren. Je teurer das Restaurant, desto kleiner die Portionen. Die Familie spielte mit und tat so, als wäre es das exklusivste Essen aller Zeiten.
Am Abend saß die ganze Familie im Wohnzimmer zusammen. Und jeder lachte über die lustigen Ereignisse des Tages. Obwohl Anna nach dem anstrengenden Tag müde war, lächelte sie zufrieden. Es war ein chaotischer Tag gewesen, aber voller Freude und gemeinsamer Familienmomente.